Wenn du bei Verkehrswert, Ertragswert und Sachwert immer denkst, ich versteh's, aber ich kann's nicht rechnen, dann ist das hier dein Video. Wir machen das heute komplett prüfungsnah. Erst verstehen, dann rechnen, dann mit Quiz und Worksheet festigen. Am Ende kannst du ein Objekt selbst bewerten und weißt genau, welches Verfahren wann passt. Nicht nur Theorie, sondern Schritt für Schritt wie ein Gutachter, mit echten Zahlen und interaktiven Aufgaben. Wenn du nach einem Video suchst, das dich sicher durch Vergleichs-, Ertrags- und Sachwert bringt, bleib dran. Heute lernst du nicht nur Begriffe, sondern du wirst Werte wirklich selbst berechnen. Wir arbeiten wie ein Gutachter, Schritt für Schritt, nachvollziehbar und mit echten Zahlen. Wenn du neu bist. Keine Panik, ich baue alles logisch auf und du kannst pausieren. Kurz der Fahrplan, was wir heute abdecken. Erstens, was genau ist der Verkehrswert, also der Marktwert, und was gehört nicht dazu? Zweitens, Vergleichswertverfahren, perfekt für Grundstücke und oft für Wohnungen. Drittens, Ertragswertverfahren, die Renditelogik für Mietobjekte und Mehrfamilienhäuser. Viertens, Sachwertverfahren, die Substanzlogik für eigengenutzte Häuser und Sonderfälle. Fünftens, Marktanpassung und objektspezifische Anpassungen. Der Schritt, der aus Rechenwert echten Marktwert macht. Sechstens, Werte neben dem Marktwert. Beleihungswert, Buchwert, Fair Value und steuerliche Werte. Und das Beste, du bekommst gleich interaktive Elemente wie im echten Training. Es gibt ein Online-Quiz mit vielen Fragen, das du beliebig oft wiederholen kannst. Außerdem gibt es ein Worksheet mit einem fiktiven Fall, in dem du alles selbst rechnest. Wenn dir das hilft, folge mir bitte, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Teile das Video gern mit Mitschülern und Kommilitonen, damit alle eine gute Note holen. Okay, los geht's mit der Grundlage. Was ist Marktwert und was ist er nicht? Der Verkehrswert, auch Marktwert genannt, ist der Preis, der im normalen Markt erzielbar wäre. Dabei zählen rechtliche Gegebenheiten, tatsächliche Eigenschaften, Beschaffenheit und Lage. Wichtig ist der Zusatz: ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse. Das bedeutet, ein Freundschaftspreis oder ein Notverkauf darf den Marktwert nicht bestimmen. Die Immobilienwertermittlungsverordnung beschreibt 3 wesentliche Verfahren zur Wertermittlung: Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren. Merksatz: Vergleich ist gleich, was zahlen andere? Ertrag ist gleich, was bringt's? Sachwert ist gleich, was kostet's als Substanz? Das Vergleichswertverfahren funktioniert, wenn genügend Vergleichspreise bekannt sind. Vergleichspreise stammen aus zeitnahen Transaktionen und sind damit echte Marktdaten. Bei bebauten Grundstücken und Wohnungen kann man Vergleichspreise pro Quadratmeter nutzen. Dann wird die Größe ermittelt und mit Vergleichspreisen multipliziert. Abweichungen zwischen Vergleichsobjekten und Bewertungsobjekt werden mit Zu- und Abschlägen korrigiert. Ausgangsdaten sind Vergleichswerte oder Bodenrichtwerte oder Vergleichsfaktoren. Dann kommt der Filter. Abweichungen berücksichtigen und untypische Daten ausschließen. Dann erhältst du einen vorläufigen Vergleichswert. Danach folgen Anpassungen, bis du beim Marktwert bist. Das Ertragswertverfahren nutzt man, wenn Erträge maßgeblich für den Wert sind. Ausgangspunkt ist der Jahresrohertrag, also die jährlich erzielbaren Erträge. Davon zieht man Bewirtschaftungskosten ab, also regelmäßig anfallende Ausgaben. Typisch sind Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfallwagnis und Betriebskosten. So entsteht der Jahresreinertrag des Grundstücks. Dann kommt ein wichtiger Denkschritt. Boden und Gebäude werden getrennt betrachtet. Der Boden wird so behandelt, als müsste er marktüblich verzinst werden. Diese Bodenwertverzinsung ist Bodenwert mal Liegenschaftszinssatz. Wenn du die Bodenwertverzinsung abziehst, bekommst du den Reinertrag der baulichen Anlagen. Jetzt kapitalisierst du diesen Reinertrag mit dem Barwertfaktor. Der Barwertfaktor hängt vom Liegenschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer ab. Dann erhältst du den Ertragswert der baulichen Anlagen. Addierst du den Bodenwert dazu, hast du den vorläufigen Ertragswert. Zum Schluss kommen Marktanpassungen und objektspezifische Anpassungen.
Das Sachwertverfahren nutzt man häufig, wenn keine Erträge im Vordergrund stehen. Dann wird die Immobilie über Herstellungskosten und Alter bewertet. Du startest mit Herstellungskosten der baulichen Anlagen. Dann kommen Zuschläge für Außenanlagen und sonstige Anlagen dazu. Danach ziehst du die Alterswertminderung ab. Dann addierst du den Bodenwert. Das ergibt den vorläufigen Sachwert. Und jetzt der Prüfungsknackpunkt. Marktanpassung über den Sachwertfaktor. Ein Sachwertfaktor unter 1 bedeutet, der Markt zahlt weniger, als die Substanz rechnerisch kostet. Danach kommen objektspezifische Anpassungen, zum Beispiel Modernisierung oder Reparaturstau. Dann rundest du sinnvoll und erhältst den Marktwert. Egal ob Vergleichswert, Ertragswert oder Sachwert, du startest mit einem vorläufigen Wert. Dann passt du diesen Wert an die Marktverhältnisse an. Danach berücksichtigst du objektspezifische Besonderheiten. Erst dann erhältst du den Verkehrswert, also den Marktwert. Banken bewerten vorsichtig und nachhaltig, ohne spekulative Elemente. Der Beleihungswert darf den nach anerkanntem Verfahren ermittelten Marktwert nicht überschreiten. Die Beleihungsgrenze ist dann ein Prozentsatz des Beleihungswerts, je nach Institut. In der Bilanz ist oft der Buchwert wichtig, meist Anschaffungs- oder Herstellungskosten minus Abschreibung. Der Buchwert kann deutlich vom Marktwert abweichen, weil Abschreibung nicht Nachfrage ist. Fair Value ist der Preis in einer gewöhnlichen Transaktion am Bewertungsstichtag. Das entspricht inhaltlich häufig dem Marktwertgedanken, aber im Rechnungslegungskontext. Für Steuerzwecke gelten eigene Regeln, zum Beispiel Einheitswert und Bedarfswert. Wenn dir dieses Video geholfen hat, hol dir jetzt mein kostenloses Übungsmaterial. Auf meiner Website findest du Aufgaben, Lösungen und Checklisten zum Download. Den Link dazu packe ich dir in die Beschreibung unter diesem Video. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Teile das Video gerne mit Mitschülern und Kommilitonen, damit alle eine gute Note schaffen. Schau auch gerne nach weiteren Videos zum Thema Immobilienmarketing auf meinem Kanal. Ein Abo lohnt sich, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.